Hallo zusammen und willkommen bei meiner dritten Ausgabe von MJ Update hier auf meinem YouTube-Kanal H. Hemann. Heute gehe ich mit euch das Buch Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten durch. Das hat der ehemalige Chefredakteur der Bravo, Alex Gernand, letztes Jahr im Herbst veröffentlicht. Und wir besprechen das jetzt gleich mal. Ich habe mir das in der Zwischenzeit durchgelesen, zwischen den Tagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr hatte ich ein bisschen Urlaub. So konnte ich mir das durchlesen und habe mir auch die ein oder andere Anmerkung gemacht. Wie ihr seht, habe ich mir hier ein paar Marker gesetzt. Wir können das jetzt gleich mal besprechen und ich teile euch meine Eindrücke über dieses Buch und sage euch auch, ob das Buch eine Kaufempfehlung ist oder nicht. Also viel Spaß, bis gleich. Ja, da haben wir das Buch. Michael Jackson, Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. King of Pop, geschrieben von Alex Gernand. Zu der Buchreihe ist zu sagen, Alex Gernand hat hier nicht das erste Buch geschrieben. Er war ja der ehemalige Chefredakteur der Bravo. Er hatte auch aus dieser Serie Bücher geschrieben über Bon Jovi und AC/DC. Und aus dieser Buchreihe gibt es auch noch von anderen Autoren geschrieben, Bücher über ABBA, Roxette und David Bowie. Genau, also eine ganze erfolgreiche Serie ist das, kann man sagen, die im Klartext Verlag erschienen ist. Ja, und zwischen den Tagen habe ich es mir mal durchgelesen, das Buch über Michael Jackson, das besprechen wir jetzt auch. Zahlreiche Anmerkungen sind hier oben zu sehen und ich mache es mir jetzt hier gemütlich und gehe mit euch die Punkte durch, die ich für, ja, zumindest diskussionswürdig halte oder auch, wo ich denke, da bin ich anderer Auffassung als Alex Gernand oder darüber hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr erfahren, weil das Buch, das kann ich euch schon mal sagen, vorneweg, das ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Also das ist ein gutes Buch über Michael Jackson, da werden auch viele Sachen beschrieben, erklärt, es wird auch ein bisschen über Gerüchte aufgeräumt, die es um ihn gibt. Also Alex Gernand hat hier wirklich einen Bärendienst gemacht mit dem Buch, aber er geht nicht in die Tiefe. Ne? Also es gibt ganz viele Gerüchte oder auch Skandale oder auch Klatschgeschichten über Michael Jackson, die hätte man, also um die auch detailliert aus dem Weg zu räumen oder zu beschreiben, wo Gerüchte herkommen, wie die sich entwickelt haben etc., hätte dieses Buch nicht gereicht. Da hätte man wahrscheinlich über jedes Kapitel mehrere Seiten schreiben müssen. Und diese Klartext-Verlag-Bücher aus dieser Reihe, Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten, die haben immer 120 Seiten. Und da versucht man natürlich auch viele Punkte immer reinzubringen über verschiedene Gerüchte oder Themen oder Unwahrheiten. In diesem Buch wird aber immer auf einer oder auf einer Doppelseite ja, mehr oder weniger über Gerüchte aufgeräumt oder über Dinge, wie sie entstanden sind oder wo gewisse Sachen herkamen, aber man geht eben nicht in die Tiefe. So. Und das vorneweg, aber es ist eine Kaufempfehlung, weil es gibt so viele negative Sachen und so viele Gerüchte, so viele skurrile Sachen über Michael Jackson. Da ist es echt mal eine Wohltat, dass es ein Buch gibt, wo eben nicht auf Klatsch- und Boulevardthemen rumgeritten wird. Und deshalb auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, volle Punktzahl gebe ich das. Aber jetzt gehen wir mal die Punkte durch, die ich für diskussionswürdig halte. Und ihr könnt gerne kommentieren, wie ihr dazu denkt, ob ihr das genauso seht oder ob ihr das anders seht oder ob ihr darüber auch noch mehr gelesen hättet oder nicht. Und die Themen gehen wir jetzt einmal durch. Also, fangen wir auf Seite 6 an. Da schreibt Alex Gernand zum Geleit. Da geht es also um eine Einführung in das Buch. Und hier bin ich direkt ganz zu Beginn eben auf einen Punkt gestoßen, wo geschrieben wird, da geht Alex Gernand auf sein Aussehen ein und er veränderte sich optisch, erklärte sich nie. Und das ist soweit nicht richtig. Michael Jackson hat sich erklärt, mehrfach. Mir fallen also ganz spontan, auch beim Lesen sind mir sofort mehrere Interviews eingefallen von Michael Jackson, wo er sich erklärt hat. Beispielsweise 1993 das Michael Talks to Oprah Interview, also das sehr bekannte Interview mit Oprah Winfrey,
wo er zu seinem Aussehen ganz klar gesagt hat, ich habe Vitiligo, die Weißfleckenkrankheit, und deshalb wird meine Haut eben weiß. Also da hat er Stellung bezogen zu seinem Aussehen. Auch im 1997er Interview mit Barbara Walters, da hat Michael Jackson auch gesagt, da hat Barbara Walters ihn sehr unsanft auch angesprochen auf sein Aussehen, auf seine Maske, auf seine optischen Veränderungen. Und Michael Jackson hat ganz klar gesagt, halt stopp, es kann jeder zu meinen Konzerten kommen und mich sehen. Und die Maske ist ein Schutz. Also da hat er auch ganz klar gesagt, es gibt kein mysteriöses Erscheinen, wie Barbara Walters ihm das in den Mund gelegt hat. Und auch im 2003er Interview mit Martin Bashir, das unsägliche Living with Michael Jackson Interview oder diese Doku, die es damals gab, hat Michael Jackson auch ganz klar gesagt. Er hatte 2 Nasenkorrekturen, die Schönheitsoperation, die Industrie wurde nicht für Michael Jackson erfunden und viele haben das vor ihm schon gemacht. Also Michael Jackson hat sich ganz klar dazu geäußert, dass er die Weißfleckenkrankheit hat, die Maske auch zum Schutz vor Paparazzis getragen hat und dass er eben auch Nasenkorrekturen hatte. Also er erklärte sich nie, stimmt so nicht. Also das ist mir direkt aufgefallen. Und damit hat dieses Buch auch, wie ich finde, ein wichtiges Thema ausgespart. Also da ist Alex Gernand nicht in die Tiefe gegangen. Ja, das zu der Einleitung auf Seite 6 und 7. Den nächsten Marker habe ich mir auf Seite 12 und 13 gesetzt. Da geht es um seine Wohnsitze, Jackson Street bis Neverland. Und da wird eben auch von den Anschuldigungen gesprochen oder berichtet. Und dass es eben auf Neverland eine FBI-Untersuchung gab. Und das ist so auch nicht richtig. Neverland wurde 2-mal unangekündigt untersucht. Einmal 1993 und nochmal 2003, also 10 Jahre später. FBI-Ermittlungen haben auch stattgefunden über einen Zeitraum von 16 Jahren. Wurde insgesamt über 10 Jahre lang ermittelt. Und es gibt, wie es hier richtig steht, kein einziger Beweis wurde gefunden für irgendetwas. Michael Jackson hat ja auch einen Prozess rechtskräftig gewonnen und wurde komplett freigesprochen. Und das geht auch hier heraus, aber die Ermittlungen, die waren eben viel mehr als nur eine FBI-Untersuchung. Das war also eine so komplexe Ermittlung. Manche berichten sogar, dass Michael Jackson der meist untersuchte Mensch überhaupt war. Gegen ihn wurde stärker ermittelt als gegen Diktatoren oder andere Schwerverbrecher. Und das ist schon, auch das hätte man vielleicht auch ein Kapitel widmen können dem Thema, aber das wird hier nur hier und da in den Kapiteln taucht das mal auf, die Untersuchung gegen Michael Jackson. Fakt ist, es gibt keinen einzigen Beweis und die Ermittlungen waren so komplex und umfangreich, dass wirklich davon auszugehen ist, dass Michael Jackson unschuldig ist. Ganz klar. So, der nächste Marker ist auf Seite 26. Da geht es um das Thema West Side Story, Fragezeichen. Hier wird das Video Beat It genommen und es wird erklärt, dass nicht die West Side Story das Video beeinflusst hat. Also man muss wissen, West Side Story ist ein ganz bekanntes Musical, da geht es um Straßengangs. Das ist auch getanzt, das gibt es einen Film aus den 70ern, glaube ich. Da gab es letztes oder vorletztes Jahr auch nochmal ein Remake von. Auch weltweit Musicals sind dafür unterwegs. Also das ist sehr bekannt. Und diese rivalisierenden Gangs wurden wohl als Vorlage genommen für dieses Beat It Video. Und Alex Gernand schreibt hier, dass der Regisseur Bob Giraldi nicht die West Side Story als Vorlage genommen hat, sondern der Regisseur hat seine eigenen Erfahrungen genommen, die er selbst hatte, weil er wohl selbst auch in nicht ganz so guten Verhältnissen aufgewachsen ist. Demnach ist das Musikvideo nicht auf die West Side Story zurückzuführen, sondern auf Bob Giraldi. Dazu weiß ich nicht, ob das stimmt. Also das halte ich das habe ich noch nicht gehört. Also es mag sein, dass Bob Giraldi so aufgewachsen ist. Was man weiß, dass Michael Jackson großartiger Musical-Fan war. Und der hat sicherlich West Side Story gesehen und auch mehrfach gesehen.
Ich kann mir ehrlich gesagt das nicht so vorstellen. Also ich glaube schon, dass Michael Jacksons Wunsch das war, auch in Verbindung mit den Tanzeinlagen. Also es gibt Choreografen, die, ich meine mich dazu erinnern, dass auch Choreografen gesagt haben, die mit ihm zusammengearbeitet hatten, dass die West Side Story da schon sehr stark inspiriert wurde. Das halte ich zumindest für fraglich. Also hätte man hier vielleicht nochmal die Tänzer gefragt, Level Smith zum Beispiel, die es ja noch gibt, wie sie das sehen, hätte man da nochmal ein ausgewogenes Bild zu diesem Kapitel gehabt. Ich persönlich glaube das nicht. Also ich glaube schon, dass Michael Jackson die West Side Story beibietet im Hinterkopf hatte und das passt auch gut zusammen. Und der Regisseur hat halt zufällig auch seine Erfahrungen gehabt und konnte das vielleicht auch so hineininterpretieren. Wahrscheinlich ist es hier auch so, wenn man den Regisseur fragt, kommt die Version, und hätte man Michael gefragt, hätte er gesagt, nee, bei mir war die West Side Story im Hintergrund. Von daher ist das für mich ein Punkt, den ich ja nicht als Fakt hinnehme zumindest. So, auf Seite 37 geht es weiter mit dem nächsten Punkt, und zwar Black or White, Fragezeichen. Und hier geht es um sein Aussehen. Und er scheint zu einem Weißen zu mutieren. Lässt er seine Haut bleichen, um seine afroamerikanische Herkunft zu verleugnen? Das wird ihm in den USA von der Black Community unterstellt. MJ wehrt sich. Und diese Aussage halte ich für falsch. Also ja, ich glaube, es gab diese Meldung auch in den späten 80er auch vermehrt, weil da sich Michael Jackson noch nicht erklärt hatte, warum er heller wird. Aber dass ihm das von der Black Community unterstellt wurde und das als einzigen Grund hier reinzuschreiben, halte ich schon für eigentlich zu wenig. Also das hätte man schon umfangreicher erklären können. Denn immerhin hat die Presse und damit jetzt auch die Tabloids, also die Klatschpresse, hat nicht unwesentlich daran mitgewirkt, dass diese Geschichte auch im Umlauf kam. Ne? Michael Jackson lässt sich bleichen und so weiter etc. Wie eben schon gesagt, im 93er Interview mit Oprah Winfrey, das steht hier auch, das wird hier auch nochmal beschrieben, hat Michael Jackson erklärt, dass er eben Vitiligo hat, dass er eben stolz auf seine Herkunft ist und hat das ganz klargestellt. Aber dass eben nur die Black Community der Annahme war, dass er jetzt weiß werden möchte, das ist nicht der Fall. Also das wurde ja überall verbreitet und gerade in den Klatsch- und Sensationsmedien wurde das ja breit getrampelt, eigentlich bis heute noch. Und hier steht auch, dass er seine Haut laut Dr. Arnold Klein gebleicht hat. Und auch dazu gibt es unterschiedliche Meldungen. Also Bleichungsmittel wurden zum Beispiel im Obduktionsbericht nicht nachgewiesen. Also da gab es keine Meldung darüber, dass er sich wirklich die Haut hat bleichen lassen. Also auch das ist zumindest fragwürdig. Auf Seite 4041 geht es um die Kunstfigur, Ausrufezeichen. Und da geht es um die Michael in der Kunst. Und hier wird auch von der Ausstellung On the Wall berichtet, die in London 2018 stattfand. In dem Zusammenhang, also das ist ein deutsches Buch, hätte man auch nochmal erwähnen können, dass On the Wall auch mehrere Wochen, ich glaube auch mehrere Monate, 2019 in Bonn in der Bundeskunsthalle ausgestellt wurde. Ich war dort damals, es war eine sehr schöne Ausstellung. Und ist ein deutsches Buch und man hätte es ja auch kurz dann noch mal reinschreiben können. Das ist nur eine Anmerkung von mir. Auf Seite 45 geht es um, da wird kurz geschrieben, dass der Song I Just Can't Stop Loving You auch auf Spanisch und Französisch gesungen wurde und auch Hits wurden. Die spanische Version, die wurde in spanisch sprechenden Ländern auch erfolgreich, aber die französische Version, die wurde kein Hit, die wurde ja auch erst 2001 veröffentlicht. Mir ist gerade keine Veröffentlichung vor 2001 bekannt, also die französische Version, die wurde kein Hit.
So, auf Seite 53 geht es um Hello Africa und da schreibt Alex Gernand, dass Michael Jackson auf dem afrikanischen Kontinent 6 Konzerte gab, auch im Rahmen der History Tour 96, 97, Tunesien, Ägypten, Marokko und Südafrika. Und das ist nicht richtig, denn er gab nur in Tunesien und Südafrika Konzerte. Es waren angedacht auch Konzerte in Ägypten und Marokko. Die wurden aber gecancelt und dafür fanden Konzerte in Amsterdam statt. Aus nicht bekannten Gründen sind die Ägypten- und Marokko-Konzerte eben verschoben oder mussten gecancelt werden. Gründe sind nicht bekannt, aber auf jeden Fall ist das nicht richtig. Also Tunesien und Südafrika, ja, da fanden Konzerte statt, aber eben nicht in Ägypten und Marokko. Auf Seite 56, 57 geht es um Michael Jacksons Essgewohnheiten. War er vegetarisch? War er vegan? War er Omni, also Allesesser? Und das ist, ja, und hier kommt Alex Gernand auf den Punkt, dass er vegetarisch gelebt hat. Ich persönlich glaube es aber nicht, weil dafür gibt es zu viele Meldungen im Laufe der Jahre, dass Michael Jackson eben Fast Food geliebt hat. Also McDonald's, Kentucky Fried Chicken und sowas. Also auch wenn das gerne geschrieben wird, dass er vegetarisch gelebt hat. Ich kann mich noch erinnern an ein Interview seiner Köchin, die auf seinem letzten Wohnsitz in Beverly Hills, in Los Angeles, als er eben in dem Jahr, in dem er starb, hat seine Köchin sozusagen auch in Interviews erzählt, was so die klassischen Gerichte waren. Das war eben viel Reis, Gemüse und Hühnchen, was eben für alle gekocht wurde. Aber ich glaube nicht, dass er rein vegetarisch gelebt hat. Also es gibt zu viele Geschichten über Fastfood-Ketten im Laufe der Jahre, wo ich zumindest annehme, dass er phasenweise auch gerne mal solche Sachen gegessen hat. Aber das ist meine Einschätzung dazu. Auf 79 wird geschrieben I Gotta Go, This is Live TV. Und da erzählt Alex Gernand von seinem Treffen rund um Michael Jackson während der Wetten, dass Geschichte. 1995 hat Michael Jackson 2 Songs in der Fernsehsendung Wetten, dass gesungen. Und zwar einmal Dangerous und einmal den Earth Song. Sehr erfolgreich, ist auch alles drin beschrieben. Und weil das so kurz vor der Live-Sendung, konnte er den Preis übergeben. Das ist hier alles so wunderbar erklärt. Aber letztendlich hat Michael Jackson den Preis stehen gelassen, wohl in der Eile und in der Hektik. Und später fand ein zweites Treffen statt. Das war in Köln im Hyatt Hotel. Und da hat es sich ergeben, dass Alex Gernand mit dem Bravo Otto, mit dem Preis, im Hotel war und der Michaels Manager Bob Jones hat nochmal ein Treffen hergestellt zwischen Alex Gernand und Michael Jackson, damit er den Preis nochmal übergeben konnte. Allerdings schreibt er nichts über dieses zweite Treffen. Er sagt, die konnten das nochmal ein zweites Mal übergeben, aber jetzt wird es ja eigentlich interessant. Also hier hatte Michael Jackson keinen Auftritt. Er hätte direkt, also hier war kein Zeitdruck, Michael Jackson hatte Zeit. Und wie war dieses zweite Treffen? Vielleicht erreicht das irgendwie Alex Gernand, also das würde jetzt das interessiert mich ja jetzt viel mehr, von Treffen kurz vor Auftritten. Das ist ja bekannt. Michael Jackson hat ja sehr häufig kurz vor Konzertauftritten oder kurz vor Fernsehauftritten auch Audienzen gegeben sozusagen und hat sich mit anderen Promis abgelichtet oder kurz vorgestellt. Aber hier hat ja ein Treffen stattgefunden zu einer Zeit, wo Michael Jackson nach einem Auftritt fertig war und im Hotelzimmer den Abend hat ausklingen lassen.
Hier gab es keinen Zeitdruck und hier hätte er, also wie viel Zeit hatte Alex Gernand? Haben die nur den Preis übergeben und sind direkt wieder gegangen oder war das viel lockerer? War Michael Jackson, weiß ich nicht, im Pyjama schon oder keine Ahnung, hat dann irgendwie eine Feier stattgefunden? Also was war da los? Und darauf geht er hier gar nicht ein. Er schreibt nur, es gab ein zweites Treffen und sie konnten ihm nochmal den Preis überreichen. Und vielleicht ist da ja auch nicht mehr passiert, vielleicht gibt es da nichts weiter zu erzählen, aber vielleicht gibt es ja doch mehr zu erzählen. Oder ja, vielleicht erfahren wir das ja noch, wie dieses zweite Treffen war. Auf Seite 8081 geht es um SOS in New York City. Da geht es um den 1995, um das geplante Konzert One Night Alone. Das sollte eine einmalige Show im Apollo-Theater sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Fürs Fernsehen aufgezeichnet. Da sollten Songs aus dem History-Album und natürlich auch Greatest Hits und da waren auch das war als Fernseh-Event angekündigt und Michael Jackson soll währenddessen kollabiert sein, überarbeitet. Das wurde dann ja kurzfristig abgesagt, dieses New York-Konzert, One Night Only. Und ja, und das Konzert fand nicht statt. Und hier wird halt beschrieben, wie ernst es um seine Lage war und dass das schon lebensbedrohlich war. Und dass er um sein Leben kämpfte. Ja, das ist sehr dramatisch. Also darüber habe ich aber mittlerweile auch schon Unterschiedliches gehört. Also in der Black and White, die Black and White ist ein Michael Jackson Magazin. Das gab es Anfang der 90er bis Anfang der Nullerjahre. Das kam 4-mal im Jahr raus. Also ein sehr regelmäßiges Michael Jackson Magazin aus Frankreich. Christopher Boulmet ist, glaube ich, der Redakteur gewesen damals. Und der hat auch 2009 noch eine letzte finale Black and White ausgegeben nach Michael Jacksons Tod. Und ich erinnere mich da, dass in dieser Sonderausgabe auch nochmal alles rund um dieses One-Night-Only-Konzert nochmal ein bisschen klarer berichtet wurde, was die damals gar nicht so klar berichtet hatten, weil offenbar also wenn man da der Black and White Glauben schenken darf, kam dieser Ausfall Michael Jackson nicht ungelegen, weil er eigentlich darauf keine Lust hatte, auf so eine Show. Und da gibt es unterschiedliche Meldungen im Laufe der Jahre. Ne? Also wie ernst stand es da jetzt wirklich um Michael Jackson? War es wirklich so lebensbedrohlich? Oder hatte er vielleicht einen Schwächeanfall und er wurde nochmal etwas aufgebauscht? Und wie man es dreht und wendet, also alles rund um diesen One-Night-Only-Auftritt war immer für mich ein bisschen mysteriös. Warum wurde der nicht nachgeholt? Also ich habe das nie verstanden, warum man den nicht nachgeholt hat. Ich tendiere eher zu Black and White, dass das wahrscheinlich doch ein Stück weit Überarbeitung war. Der Ausfall kam nicht ungelegen, man hat alles eingestampft, weil vielleicht auch vieles noch nicht so erprobt war, die Choreografien waren noch nicht erprobt. Also ich könnte mir vorstellen, dass da einiges noch nicht so weit war, dass Michael vielleicht auch mit dieser Show ein bisschen unter Druck gesetzt wurde und dass sie dann letztendlich ausfallen musste, also dass der Ausfall letztendlich der Grund war und dass das so vorgeschoben wurde. Aber vielleicht erfahren wir irgendwann noch mal genaueres dazu. Ja. Da haben wir Seite 104. Da geht es um Michael Jacksons Tod. Da schreibt Alex Gernand, dass nachts um 4 die Bestätigung kam, dass Michael Jackson starb. Das habe ich jetzt ein bisschen anders in Erinnerung. Ich habe auch die ganze Nacht alles verfolgt über deutsche und auch internationale Medien, CNN etc. Und ich kann mich erinnern, dass schon um 11:45, also kurz vor Mitternacht, hat das ZDF Nachruf gebracht. Da war es noch nicht offiziell von CNN bestätigt. Das hat noch in der Tat etwas gedauert. Aber ich meine mich zu erinnern,
also es kam auch schon ARD und RTL, die hatten ja auch immer Mitternachtsnachrichten, da kamen dann schon um kurz nach 12 und halb 1 kamen die nächsten Nachrufe auf den deutschen Seiten. Und auf CNN lief die ganze Zeit noch ein Ticker, aber ich meine, irgendwann so gegen 1 kam da auch die offizielle Bestätigung. Das hat nicht bis 4 Uhr gedauert. Dann ist ja noch ein Interview mit Frank DiLeo drin, der ehemalige Michael Jackson Manager in der Bad-Zeit. Und ja, da gibt es ein paar Widersprüche. Auf Seite 109, 110 schreibt, hier hat Alex Gernert mal ein Interview mit Frank DiLeo gemacht und hier steht drin, dass die Idee zu diesem Flying Man am Ende der Dangerous Tour kam eben Michael Jackson auf Frank DiLeo zu, dass er gerne diesen Trick ausprobieren möchte mit diesem Raumschiff, dass er die Bühne in einem Raumschiff verlassen möchte, was am Ende der Dangerous Tour eines jeden Konzertes ja der Fall war, dass er sich die Raketendüsen aufgebunden hat und dann ist er rausgeflogen. Und er hat das wohl möglich gemacht. Und das fand ich mit der nächsten Frage schwierig, weil da schreibt er, dass er von 84 bis 89 der Manager war und danach eben nicht mehr. Und man weiß ja, dass die auch offenbar nicht ganz so im Guten auseinandergegangen sind. Und das ist jetzt für mich ein bisschen widersprüchlich, weil die Dangerous Tour war 92, 93 und bis 89 war er der Manager und die Proben und die ganzen Vorbereitungen zur Dangerous Tour kann ich mir nicht vorstellen, dass die 89 schon stattgefunden haben. Also das wird später erst sein. Also die Bad Tour ging ja bis in den Januar 89 hinein und in 89, also kann ich mir schwer vorstellen, dass da Tourvorbereitungen waren. Aber ja, offenbar hat er das aber inszeniert, ob er vielleicht 92 oder 91, 92 in den Tourvorbereitungen doch nochmal involviert war. Das hätte man nochmal nachhaken können, aber das ist zumindest ein Widerspruch. Und auch die Gründe, die hier beschrieben werden, warum sich Michael von DiLeo trennte, ja, also gut, DiLeo wird wahrscheinlich nicht die Gründe nennen. Er sagt so sinngemäß, ja, Michael hat irgendwann mitgeteilt, dass er neue Wege gehen möchte und dann war er eben raus. Aber man weiß ja auch, dass DiLeo für viele Gerüchte mitverantwortlich war, die über Michael gestreut waren. Und ja, und wahrscheinlich ist das der Grund, weswegen Michael nicht mehr glücklich war über DiLeos Management und hat ihn deshalb ja, verlassen sozusagen. Auf Seite 112 haben wir eine kurze, ja, da geht es auch wieder in DiLeo-Interview um die This Is It Shows, 50 Shows, die da geplant waren. Und da schreibt DiLeo, also zu den This Is It Proben soll DiLeo ja auch wieder mit Michael in Kontakt gewesen sein und Michael hatte in Betracht gezogen, auch DiLeo wieder als Manager zu nehmen. Das ist soweit auch überliefert. Aber die Aussagen sind hier zumindest ein bisschen widersprüchlich, weil demnach soll Michael Jackson auf DiLeo zugekommen sein und gefragt haben, hey, wie sieht's aus? Wie ist denn der Rekord in der O2 Arena? Und DiLeo hat gesagt, ja, 25 ausverkaufte Shows von Prince. Und Michael, oh, das will ich überbieten, lass uns 50 machen. Also hier schreibt DiLeo ganz klar, dass es Michael Jacksons Wunsch war, 50 Shows zu machen. Auch da ist es halt so, da gibt es ganz viel Widersprüchliches. Ne? Also man geht davon aus, dass Michael die 10 geplant hatte und mit den 50 Shows überrumpelt wurde. Zumindest gibt es da ganz viele Widersprüche in diesen Aussagen. Ne? Also was davon jetzt wahr ist, da gibt es auch unterschiedlichste Meldungen. Also das würde ich nicht als Fakt hinnehmen. Und damit sind wir auch schon durch. Also das waren jetzt alle Punkte, die ich zumindest nochmal mit euch drüber sprechen wollte. Aber es gibt ganz viele Kapitel, die wirklich gut geschrieben sind, die wirklich gut erklärt sind. Gut, hier ist auch noch ein kleiner Fehler in der Timeline drin. Das
Ich glaube, da ging es um das Bad-Album, aber da schätze ich mal, das ist ein Tippfehler. Insgesamt ist das wirklich ein tolles Buch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da sind viele Infos drin. Wenn ihr euch noch nicht so tief mit Michael Jackson beschäftigt habt oder euer Frischen nochmal auffrischen wollt, da lohnt sich das Buch. Also es ist eine gute Informationsquelle. Und hier und da gibt es eben ein paar Punkte, die ich zumindest etwas anders sehe oder in der Geschichte auch schon anderes drüber gehört habe. Diese Punkte habe ich jetzt mit euch besprochen. Gebt auf jeden Fall eine Kaufempfehlung dafür. Und ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr zu den einzelnen Punkten, Kapiteln sagt. Oder ist vielleicht euch auch nochmal was aufgefallen, wo ihr sagt, ja, da bin ich auch nochmal anderer Auffassung oder da habe ich anderes zugehört. Bitte kommentiert doch. Ich freue mich auch, wenn ihr das Ganze hier liked und mir folgt. Und damit ist die heutige Folge zu Ende. Und ich komme bestimmt wieder mit der 4. Folge und habe dann sicherlich auch wieder ein paar News im Gepäck. Also, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und bis bald. Macht's gut. Tschüss.